Hi, ich bin Tobi und ich sitze heute hier bei Plug and Play bei Xenia. Hi, freut Hi. mich. Ja, ich würde einfach mal gerne ein bisschen von dir erfahren. Also, wer bist du, woher kommst du, was machst du? Also gebürtig München, bin aufgewachsen in Leipzig, habe dann in Bayreuth studiert. Meine Eltern haben mich dann noch dazu überredet, einen Doktor zu machen. Den habe ich an der WFI in Ingolstadt, Eichstätt-Ingolstadt fertiggestellt. Und bin durch meinen aktuellen Arbeitgeber Plug and Play wieder nach München gekommen. Auch sehr happy, jetzt schon seit 7 Jahren fast. Und deswegen fällt es mir wahrscheinlich jetzt auch heute ein bisschen schwer, zwischen mir und mir zu unterscheiden, weil Plug and Play schon sehr viel auch von mir geprägt hat in den letzten 7 Jahren, was Personal Growth angeht, was Professional Entwicklung angeht. Genau, aber das bin ich. Ich habe einen Dackel, der ist auch da. Im Zweifel bellt der auch jetzt gleich 2, 3 Mal. Ich habe 2 jüngere Brüder. Ja, was gibt's? Ich bin frisch verheiratet seit 1,5 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ja, und leite hier dieses fantastische Team, 15 Leute. Ist auf jeden Fall immer was los. Okay, also nur ganz kurz anreißen, was ist Plug and Play, was macht ihr? Plug and Play ist Venture Capitalist. Wir investieren in Startups. Unser Headquarters ist im Silicon Valley. Wir haben mittlerweile 60 Standorte global. München ist einer davon. Und wir haben an jedem dieser Standorte Teams, die wirklich sehr tief in die Regionen reingehen, aber auch einen bestimmten Industriefokus haben. Also mein Herz schlägt für die Versicherungsindustrie. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Nein, aber super coole Industrie mit super vielen Overlaps in andere Industrien. Und wir suchen nach Startups, in die wir investieren, die wir aber auch mit etablierten Unternehmen zusammenbringen. Also diese 2 Kernsäulen, das beschreibt Plug and Play's Day-to-Day eigentlich. Venture Capital auf der einen Seite und diese Corporate Innovation, also etablierten Unternehmen beizubringen, außerhalb ihres aktuellen Radius, ihrer Bubble zu gucken, was kann ich noch machen, um Customer Experience zu unterstützen, um competitive zu bleiben, überhaupt mein Businessmodell vielleicht auch weiterzuentwickeln, weil es das in 1, 2 Jahren nicht mehr braucht. Und das versuchen wir sehr viel durch externe Innovation zu treiben, also wirklich dieses Startup-Corporate zusammenzubringen. Und ja, das machen wir. Okay, was heißt das dann spezifisch? Also wie sieht dann so ein Arbeitsalltag aus? Heißt, ihr trefft euch die ganze Zeit mit Startups, ihr seid die ganze Zeit am Rumschauen? Oder wie kann ich mir dann deine Position genau vorstellen? Ist auf jeden Fall schon ein sehr wichtiger Teil. Wir sind wirklich, also von den 700 Mitarbeitern, die wir global haben, sind 250 davon im Ventures-Team, die nichts anderes machen, als sich mit Startups zu treffen. Oh, wow. Das heißt, denen nachzutelefonieren, zu verstehen, okay, was ist das Businessmodell? Vielleicht haben die sich auch über die Zeit entwickelt. Können wir selber investieren? Ist das vielleicht ein cooler Ansatz oder eine coole Technologie, die wir mit etablierten Unternehmen zusammenbringen? Und das ist ein sehr großer Aspekt. Und dann die zweite Säule von meinem Day-to-Day ist halt mit diesen etablierten Unternehmen, ob das jetzt ein SAP ist, ob das eine Generali ist, herzugehen und zu sagen, okay, was ist eure aktuelle Challenge? Ja. Was interessiert euch? Wohin wollt ihr euch hinentwickeln? Was seht ihr vielleicht auch nicht? Also dieses Wissen auch mitzubringen und da halt reinzusteigen. Aber es ist viel Netzwerk, viel People-Business auch. Ja. Okay, und wie sieht dann so dein Arbeitsalltag aus? Also, beziehungsweise erstmal, wie sieht so deine Woche aus? Hast du so einen typischen Samstag, Sonntag frei wie die meisten Leute oder ist es eher so, dass wie arbeitest du in der Woche? Ja. Samstag und Sonntag ist frei. Oh, wie geil. Ist schon, also wir versuchen das, klar, man sieht Opportunities und man hat auf jeden Fall das ein oder andere Projekt im Kopf, aber da sind wir eigentlich echt super gut aufgestellt, was Ressourcenmanagement einfach angeht.
Und sonst, wir starten montags und freitags morgens mit einem Huddle, also wirklich, dass wir das ganze Team einmal zusammenbekommen. Das ist halt sehr wichtig. Wir haben auch Mandatory Office Days. Das ist eine ganz kontroverse Diskussion, glaube ich. Ja? Okay, was ist das? Na, dienstags bis donnerstags sind wir hier. Ach so, also ihr seid im Office. Es ist wirklich im Office, ist auch gesetzt. Und ich meine, die großen Tech-Companies im Valley haben es vorgemacht, dass wirklich wieder Pflichtanwesenheit dort vorgelebt werden soll. Und es macht wahnsinnig viel aus, einfach alle da zu haben und sich zusammen zum Lunch zu treffen. Ich meine, wir haben hier auch einen sehr coolen Spot. Aber also das heißt, wir sehen uns eigentlich auch alle immer dienstags bis donnerstags, wodurch man ein bisschen besser miteinander einfach interagieren kann. Ja. Und sonst ist es ein wilder Mix zwischen internen Meetings, zwischen Meetings mit meinen Reportees, also auch wirklich mit dem Team weiterentwickeln. Was sind weitere Projekte, denen man sich widmen kann, vielleicht auch außerhalb der eigentlichen Rolle, mit der man sich gerade eigentlich identifiziert. Meetings mit unseren Partnern, Startups. Wir hatten jetzt heute zwei unserer Partner-Startups da, die eine Success Story also wirklich eine Kollaboration miteinander gestartet haben. Das haben wir heute aufgenommen und nochmal wirklich festgehalten. Also, wir veranstalten viele Events. Das ist auch ein großes Steckenpferd, aber ist damit verbunden, dass wir halt so viel Netzwerk haben und auch daran glauben, dass diese Netzwerk-Connections wirklich den Unterschied machen. Letzte Woche waren wir im Boxwerk in München und haben Startups gegeneinander verbal fighten lassen. Ach, wie geil. Wir machen aber haben auch Executive Roundtables, wo du halt dann irgendwie CEO A und B miteinander diskutieren lassen. Also ich glaube, dieses komplette Spektrum ist auch nochmal, wie gesagt, führt dazu, dass du vielleicht gar nicht einen so geregelten Day-to-Day-Job hast. Erfüllt es dich? Also, weil ich merke so richtig von deiner Ausstrahlung, wie du so gerade so aufgehst und ich merke so, 80% komme ich mit und 20% bin ich immer so wieder an Begriffe erurteilen. Aber kurz nur die Frage, wie krass erfüllt dich das? Ich sage das immer, wenn ich Kandidaten interviewe für Jobs. Ja. Ich könnte den ganzen Tag über Plug and Play reden. Es gibt so viele unterschiedliche Aspekte, die du starten kannst, die deinen Tag auch beeinflussen, neue Projekte. Es ist alles trotzdem sehr... Also du kannst du sein, du kannst deinen eigenen Style mit reinbringen. Wir sagen immer, dass ich glaube, der größte Erfolgsfaktor innerhalb von Plug and Play ist, entrepreneurial zu sein, also wirklich unternehmerisch zu denken und auch zu handeln, proaktiv an Sachen ranzugehen. Wenn ein Prozess nicht funktioniert, dann denk dir einen anderen aus. Ja. Dann probier halt, ob vielleicht ein anderer Prozess oder ein anderes Produkt im Zweifel besser funktioniert. Und das ist das, was halt wirklich nicht langweilig macht, ja? Weil du halt wirklich andauernd dich selbst, aber auch das Produkt neu erfinden kannst. Ja. Und wie sieht dann so ein Tag aus? Also bei dir? Weil ich höre ja dann immer von unterschiedlichen Leuten, wie dann so ein Tag abläuft und wie das geregelt ist. Und ich stehe dann und dann auf und mache dies und mache das und irgendwie, also wie machst du das? Komplett ins Detail. Also ich stehe morgens auch auf. Ach, wow! Meistens bin ich ein bisschen früher da als der Rest des Teams. Ich starte super gerne irgendwo so um 8. Ich habe meistens den Hund dabei, das heißt, ich gehe dann mit dem vorher auch noch mal eine halbe Stunde irgendwie hier durch die Straßen, durch den Park, wie auch immer. Bist du so eine, die sich dann morgens so einen Kaffee holt? Und dann mit ihrem Dackel und so einem Kaffee durch die Gegend läuft? Ja, das funktioniert meistens nicht, weil der wechselt die ganze Zeit die Straßenseite links und rechts und dann komme ich nur durcheinander. Außerdem habe ich jetzt, das neueste Ding ist ja auf sein Cortisol-Level zu achten. Ja, sein Cortisol-Level? Stresshormon. Und das neueste Ding ist, dass man jetzt keinen Kaffee mehr auf leeren Magen trinken soll. Das hört sich im ersten Moment auch total sinnvoll an, um Gottes Willen. Ja. Aber das heißt, tendenziell müsste ich dann frühstücken. Ich bin kein Frühstücker und so weiter und so fort. Deswegen kein Kaffee mit dem Hund auf dem Weg ins Büro. Okay. Aber warte mal, du musst das Cortisol-Level vom Hund checken lassen.
Oder deins? Meins. Nee, okay, ich war Das vom gerade Hund so. ist Next Level, aber ich sag's dir, um wieder zurückzukommen auf mein Steckenpferd Insurance, Ja. Versicherung. Tierversicherungen sind absolut durch die Decke gegangen in den letzten 2 Jahren, seit Covid, seitdem alle so viele Haustiere auch haben. Und nicht nur das, sondern alle Services drumherum. Es ist unbelievable irgendwie so, wie viel so Hunde-Community und dass dein Hund nicht alleine ist. Es gibt jetzt Hundefernsehen. Du kannst das iPad dahin stellen und dann läuft für den Hund halt das ganze Entertainment. Du hast es deutlich mehr Kassen mit das Futter, wird komplett abgestimmt auf was auch immer dein Hund hat. Da steht dann Donald drauf. Ja, also das ist echt der Wahnsinn. Deswegen, aber nein, sein Cortisol-Level habe ich noch nicht gecheckt. Okay, aber dein Cortisol-Level und deswegen kein Kaffee am Morgen. Deswegen kein Kaffee am Morgen mit dem Hund, weil, wie gesagt, sonst würde ich vorher frühstücken müssen. Ja. Also es geht aber wirklich sehr ins Detail. Ja. Kommt er immer mit? Manchmal bleibt er bei meinem Mann zu Hause. Gerade an so Busy-Tagen ist das vielleicht angenehmer. Aber der ist wiederum Berater, reist viel. Also ist das gar nicht so oft der Fall, dass dann der Hund zu Hause ist. Okay, verstehe. Und kommt immer mit, ja. Ja, okay. Alright, also du läufst mit deinem stehe Hund. auf. Genau, ich laufe mit meinem Hund. Ja. Dann komme ich hier an, verschaffe mir einen Überblick über den Tag. Ich arbeite super gerne mit To-Do-Listen offline. Also wirklich auf einem Piece of Paper. Und daran hangel ich mich eigentlich dann den ganzen Tag durch. Mit To-Do-Listen, die dann zeitlich abgeregelt sind? Überhaupt nicht, sondern wirklich einfach nur by the end of the day, das muss delivered sein. Und dann guckst du halt, wie du es reinsqueezest. Es funktioniert ganz gut. Wir sind auch relativ offen, muss ich sagen, im Team, wenn es heißt, okay, kannst du da nochmal dazu oder hier nochmal dazu. Und wenn dann einer meiner Teammember sagt, hier, da ist die Liste, dann finde ich es auch total fair, einfach zu sagen, die Kapazität, das funktioniert kapazitär einfach nicht. Ja. Und ich glaube, das musst du aber auch erstmal lernen miteinander. Ist auch etwas, was ich erst lernen muss, sozusagen. Ich kann nicht das mehr dazu nehmen heute. Ja. Weil wir ja schon eigentlich in so einer Gesellschaft sind, wo alles irgendwie möglich ist und ich insbesondere, ich weiß nicht, wie das in der Gen Z ist, Ja. Ich glaube, das ist, aber was bin ich, Millennial wahrscheinlich? Oh Gott, ich kenne mich jetzt tatsächlich mit diesem ganzen Generationszeug nicht aus. Ja, also ich bin eher noch, glaube ich, so erzogen, was heißt erzogen, aber man ist dann mehr motiviert, wirklich das zu schaffen, was von einem was man auch selber irgendwo an sich an Erwartung stellt. Und es gab auch kein Limit. Wie gesagt, in Work-Life-Balance und solche Aspekte, man hat gearbeitet. Oder man arbeitet auch gerne. Und ich glaube, wenn du so einen erfüllenden Job hast, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber natürlich kommt irgendwo der Zeitpunkt, wo du einfach ehrlich auch sagen musst, du hat jetzt keine Priorität für mich, ich würde dir gerne helfen, aber morgen vielleicht. Ja? Und dieses bessere Einschätzen, wie du selber gut arbeitest, für was du vielleicht bessere Kappa und auch Aufmerksamkeit brauchst zu einem bestimmten Punkt am Tag, ist ein cooles Learning. Ja. Seit wann arbeitest du? Arbeiten. Da streiten sich die Geister natürlich. Ich habe während der Doktorarbeit gleichzeitig halt ein halbtages oder eine halbe Stelle am Lehrstuhl gehabt. Ich finde, das ist Arbeiten und zwar sehr hartes Arbeiten. Ich hatte einen tollen Doktorvater, wirklich, also immer noch super gut in Kontakt. Wir publizieren auch noch zusammen, aber es war schon ein tough Job, aber es ist was anderes natürlich an der Uni zu arbeiten als in der freien Wirtschaft. Deswegen, je nachdem, kannst du die 3 Jahre dazu oder nicht dazu zählen, aber aller spätestens dann quasi seit 8 Jahren. Ja, seit 8 Jahren, okay. Aber eher 11. Ja, okay, also 8 bis 11 Jahre in dem Leben. Genau, ja. Wie bist du aufgewachsen? Also aus was für einem, woher kommst du? Wow, das ist persönlich, ja. Ja, ich dachte mir, ich mag jetzt mal diesen Sprung ins Kalte. Toll, tu es, ja. Also wenn dir überhaupt irgendwas Unangenehmes ist, sag das. Nein. Ich finde es eine tolle Frage, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das einen extrem prägt. Total. Also ich habe gesagt, ich habe 2 Brüder. Älter oder jünger? Beide jünger. Du bist die Älteste. Ja. Was?
die Reaktion. Ja. Was lese ich daraus? Nein, ich bin auch der Älteste. Okay. Und ich habe auch 3 kleinere Geschwister. Okay, sweet, ja. Und ich habe mir, glaube ich, immer gewünscht, eine größere Schwester zu haben. Ja. Ich glaube, daher kommt gerade die Reaktion. Super cool. Ich glaube, mit einer größeren Schwester würde es mir jetzt besser gehen. Es klingt so, als ob es mir nie gut gehen würde. Ja. Aber ich glaube, ich hätte vieles schon vorher gelernt, sagen wir es so. Ich hoffe, meine Brüder hören das. Der eine hatte gestern seinen 25. Geburtstag. Super sweet. Genau, also ich habe die 2. Einer ist 2 Jahre jünger, andere ist 9 Jahre jünger. Und meine Eltern sind beide, genau, wie sagt man das? Also die haben sich in München kennengelernt. Dann haben die hier auch uns bekommen und dann sind wir ein paar Jahre später nach Leipzig gezogen. Mein Papa ist selbstständig, Unternehmer im Immobilienbusiness. Also wir sind sehr unternehmerisch auch von beiden Seiten aufgewachsen, sage ich mal so. Was heißt unternehmerisch? Es gab gute und schlechte Zeiten. Es ist halt, sage ich mal, du wirst nicht so sehr, es ist nicht so konstant. Ja. Und du hast Extrema, mit denen du dich auch irgendwie arrangieren musst. Ja. Damit musst du dich auch selbst arrangieren. Also es gibt nicht immer jemanden, der sich um alles kümmert, wie ein guter Arbeitgeber, der seinen Kindergarten noch an der Arbeitsstelle mit dabei hat und der dir regelmäßig deine alle Versicherungen übernimmt oder ich weiß nicht, was die alles so machen, Jobrat und Yoga-Classes und Wellpass. Wir haben so viele Benefits, das ist der Wahnsinn. Und genau, und wie gesagt, es gab gute und schlechte Zeiten und ich glaube, das hat einen sehr geprägt zu sagen, okay, verstanden, das sind jetzt die Konditionen, dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Ja. Und das geht natürlich, wie gesagt, an beide Extremer, und das war sehr spannend. Also so vielleicht nicht während der Zeit, während man aufwächst, aber so im Nachhinein, glaube ich, hat das sehr, sehr viel für uns getan. Und ich merke auch, wenn, wie gesagt, jetzt mein kleiner Bruder, der ist gerade frisch von der Uni runter, hat jetzt seinen ersten, also fertig, alles abgeschlossen, hat jetzt seinen ersten Job gestartet, hat aber nebendran schon 6 andere Ideen, die er irgendwie macht, um irgendwo Geld zu verdienen und nochmal irgendjemand anderen zu verknüpfen. Und das ist ein ganz cooles Mindset. Ich merke, dass die ganze Familie ist so ein bisschen unternehmerisch. Ja. Deine 2 Brüder auch, nicht nur der 25-Jährige. Ja, der andere auch, ja. Was machen die beiden? Beide im Immobilienbusiness. Also die sind eher auf dem Pfad von meinem Vater. Und der 2 Jahre jüngere ist selbstständig. Auch, wie gesagt, alles Real Estate. Und der Kleine, mal schauen, wohin er sich entwickelt. Mal schauen, würdest du eher sagen, du bist eher ein Mama- oder ein Papakind? Wow, super schwierige Frage. Die deutlich mehr verbunden fühle ich mich mit meiner Mama. Ja. Ich telefoniere, glaube ich, jeden Tag mit ihr. Oh, wow. Kann das auch nur empfehlen. Und es fühlt sich fast schon komisch an, wenn wir nicht sprechen, einmal am Tag. Ist es dann abends oder in so Mittagspause? Meistens morgens, witzigerweise. Meistens morgens, echt? Meistens auf dem Weg ins Büro. Echt? Wahrscheinlich links und rechts auf der Leopoldstraße hören alle mit, während ich in meine AirPods da rein schreie. Ja, so, Mama! Aber meistens morgens, damit ich es halt auch wirklich irgendwie nicht vergesse. Ja. Also was heißt, ich würde es nie vergessen, aber damit ich es auch wirklich runterbekomme. Ja. Ich glaube, das sind halt eher die emotionaleren Themen, die wir auch durchsprechen. Business Advice, Entscheidungshilfe und Co. Hole ich mir dann doch immer mal wieder auch gerne vom Papa ab. Aber definitiv ein Mama-Kind. Du wirkst sehr, sehr glücklich. Die ganze Zeit über. Würdest du dich selber als glücklich beschreiben? Ja, ich glaube, zufrieden, glücklich, ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt, glaube ich, tiefer einsteigen, was Glück ist für einen. Aber gerade hier mit dir sitzen, bin ich super zufrieden gerade. Gab es mal eine Phase, wo du jugendlich warst oder wo du so früher Erwachsene warst, wo es schwieriger war? Oh, andauernd, um Gottes Willen. Und das ist auch gar nicht so lange her. Also ich muss gar nicht so weit in die Vergangenheit reingucken. Meine Eltern sind mittlerweile, ist das zu persönlich, weiß ich nicht, mal schauen, aber sie sind getrennt. Ich glaube, das war eine
Hardcore-Phase, also wirklich für alle Beteiligten. Mittlerweile kriegen wir das, glaube ich, ganz gut gepatchworked wieder. Ja. Aber das war eine schwierige Zeit. Ja. Das war nicht einfach. Aber das ist wirklich Extremsituationen. Ich glaube, mit jedem Wandel muss man sich erstmal mit sich selbst zurechtfinden und dann mit allen anderen, die ja auch noch was quasi von dir erwarten. Ja. Ich habe jetzt vor einem Jahr das ganze Office hier übernommen und selbst da waren irgendwie 1-2 Monate, wo, weiß ich nicht, fake it till you make it, wahrscheinlich hätte ich mich auch nochmal total toll hier positioniert, aber wahrscheinlich hätte man schon irgendwie gemerkt, dass ein bisschen Anspannung da ist. Ja. Was erwartet ein Team von dir? Was erwarten meine Chefs von mir? Die Erwartungshaltungen müssen nicht übereinstimmen. Was erwarte ich selber von mir? Und ich glaube, das sind Momente, in denen ich wahnsinnig ins Struggeln komme. Also dieses Rausfinden, was mache ich jetzt eigentlich mit euch allen? Ja. Wie bringe ich das überein? Wie kreiere ich selber für mich auch eine Vision? Ich glaube, solange du einen Outlook hast, solange du irgendwo eine Idee hast, wohin es gehen könnte, dann kannst du auch Energie in die Richtung funneln und dann ist das vielleicht auch eine Energie, die du jetzt spürst. Ja. Wenn dir das fehlt, dann das sind Momente, in denen ich ordentlich struggle. Ja. Und was machst du dann, wenn du so strugglest? Ich Arbeitest du dann auch mit To-Do-Listen, dass du dir aufschreibst, hey, von wegen, so, das ist gerade so der Struggle, was ich gerade habe und ich arbeite das jetzt Stück für Stück ab? Oder? Ich arbeite schon viel mit Papier, das stimmt Ja. schon. Also auch da, ich will es nicht, ich glaube, Mindmappen ist zu viel gesagt, Ja. so gestalterisch bin ich da gar nicht, aber einfach irgendwie wirklich runterzuschreiben, was ist es, was sind die Mikroebenen darunter, wo kann ich selber was beeinflussen, wo brauche ich andere, die was, also einfach diese Ebenen einmal auseinander fisseln, Ja. ist super hilfreich. Ich laufe, also so joggen-mäßig. Aber viele sagen ja irgendwie Sport als Balance, yada. Ist Sport super wichtig. Das Laufen mache ich nicht für den Sport, sondern für den Kopf. Also das ist halt wirklich dann auch so ein Moment, wo vieles sich irgendwo ein bisschen klärt und im Endeffekt ist es ja einfach nur Klarheit. Du willst ja nur Klarheit in den Momenten. Also einfach sich bewusst zu werden, okay, wie schaffe ich für mich Transparenz und kriege meine Gedanken sortiert, Struktur, sich seinen Werten nochmal bewusst zu werden. Wie mache ich, auf welcher Basis entscheide ich denn jetzt für das eine oder das andere? Ja. Weil mir Authentizität wichtig ist, weil mir Struktur wichtig ist, weil mir Loyalität wichtig ist, I don't know, ja. Ja. Und das sind so Exercises, ich glaube, da kann man nicht genügend mitmachen, aber lerne ich auch noch. Ja, lernst du jeden Tag, also wie würdest du sagen, dieser Lernprozess, weil ich finde es immer sehr pathetisch, wenn Leute sagen, ich lerne jeden Tag. Oh, ja. Ja, ist aber so. Also ich glaube, das ist vielleicht wirklich super spezifisch auf Plug and Play ausgerichtet, ja. Aber ich denke, wo kommt das am meisten? Also, das ist eine tolle Frage, weil dieses Lernen ist ja ultimativ connected mit Growth, ja. Also alle wollen wachsen. Was ist der nächste Karriereschritt? Wie schnell kann ich auf den nächsten Karriereschritt kommen? Was für Boxes muss ich ticken? Dass man irgendwie promoted bekommt, mehr Salary und so on and so forth. Und das ist ja alles mit diesem Wachstum verbunden. Und Wachstum ist Lernen im Endeffekt. Und deswegen, immer wenn diese Gespräche im Zweifel auch im Team aufkommen, dann kann ich nicht anders als sagen, guck, selbst hier in dieser schwierigen Situation haben wir was gelernt und wir sind beide daran gewachsen. Ja. Und das zu realisieren ist erstmal muss das passieren. Also du musst erstmal das Gefühl dafür bekommen, okay, wow, stimmt. Ja. Ich brauche keinen externen Coach, hilft auch, um Gottes Willen. Ich brauche jetzt nicht noch 3 Lernplattformen und 5 Kurse, sondern wenn ich mir diese eine Situation nehme, dann habe ich so viel gelernt über, wie ich Feedback geben kann, wie ich vielleicht auch meinen Standpunkt verteidigen kann, whatever it is. Ja. Deswegen, ja, ich würde sagen, ich lerne jeden Tag. Ja. Aber
Ich stimme dir auch absolut zu. Es klingt sehr pathetisch. Es klingt immer, mir geht es genauso. Ich denke dann auch immer so, okay, wow, man lernt jeden Tag, aber wenn ich dann so zurückdenke, denke ich mir auch immer so, ja, eigentlich stimmt das schon, aber man kann es gar nicht immer so handfest festmachen. Aber gibt es eine Sache, die du jetzt, also wenn du jetzt auf deine Vergangenheit zurücksiehst, die du anders machen würdest und dann noch eine Sache, die du vielleicht genau aus der gleichen Perspektive Leuten raten würdest, die eventuell, also die in so eine Hätte gehen würden? Ich würde mir wünschen, ich weiß gar nicht, wie viel Einfluss ich hätte drauf nehmen können, aber hätte mir gewünscht, früher zu wissen, wie viel man selber eigentlich in der Hand hat. Ich glaube, ich war sehr lange recht receiving, also gerade während des Studiums, okay, du machst das alles mit, aber dieser Entrepreneurial-Aspekt, dieses Proaktive, hat mir Plug and Play sehr, sehr stark beigebracht. Und wenn ich das früher gewusst hätte, who knows, ja? Aber ich glaube, das ist ein cooles Learning und definitiv etwas, was man jedem mitgeben kann. Deine zweite Frage war... Was du Leuten, also das hast du eigentlich gerade schon, wow, du bist ja Hammer. Also genau, dass du Fragen, also was du den Leuten mitgeben kannst, wenn ich es so richtig verstanden habe, so ein bisschen Eigeninitiative mehr zeigen und mehr ins Proaktive gehen als ins Passive. Ja, absolut. Du hast, glaube ich, sehr viel selber in der Hand und ob das jetzt in einem bestehenden Unternehmen Career Path ist oder halt noch in Early Studienzeiten, wo auch immer. Aber ich glaube, etwas entrepreneurial proaktiv ranzugehen, schadet definitiv nicht. Ja. Okay, danke Xenia. Du bist echt eine coole Socke. Socke, das habe ich noch nie gesagt. Ja, ich wollte aber ich war ja so, wow, okay, wo kommt das denn her? Das ist so ein Dad-Spruch. So, manchmal gibt es so Momente, da fühle ich mich so. Aber hey, nee, es war sehr cool. Danke dir, Xenia. Das hat mich auch sehr gefreut, ja.